In diesem Video geht es um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Steuererklärung selber machen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Sie erfahren in diesem Video, was man alles so vermieten kann. Es sind ja nicht nur Wohnräume und Geschäftsräume, es gibt da noch ganz andere Sachen, von denen Sie Mieteinnahmen erzielen können. Auf was müssen Sie alles achten? Das erfahren Sie alles in diesem Video. Bleiben Sie dran. Steuern sparen mit Vermietung und Verpachtung. Schauen wir uns zunächst einmal an, was alles so vermietet wird. Da haben wir normalerweise hier den Wohnraum, Eigentumswohnungen, Wohnungen in Häusern, Wohnungen möbliert und unmöbliert, aber auch Geschäfts- oder Praxisräume in Häusern und auch komplette Gebäude oder auch Lagerräume. Dann gibt es die Ferienwohnungen im Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus oder ganze Ferienhäuser. Sonstiges, was vermietet wird, sind zum Beispiel Garagen, unbebaute Grundstücke, Buschwerk oder Ackerland, Wohnwagen und noch einiges mehr. Schauen wir uns die Zahlungen, die zu den Mieteinnahmen gehören, einmal an. Das sind also die Einnahmen für die Überlassung von Wohnräumen in Häusern oder Wohnungen, also die Mieteinnahmen. Einnahmen für die Gebrauchsüberlassung von anderen Räumen, wie zum Beispiel Geschäftsräume, Praxisräume oder Lagerräume, aber auch die Nebenkostenvorauszahlungen, die ihre Mieter monatlich leisten. Dann haben wir Einnahmen aus Vermietung von Garagen, Einnahmen aus der Überlassung von Werbeflächen, das ist gar nicht so unüblich, Mieteinnahmen aus sonstigen Verträgen, Einnahmen von Immobilien als Standort einer Mobilfunkantenne, Pachtzahlungen für unbebaute Grundstücke oder Äcker, das hatten wir schon, Entschuldigung, Einnahmen für die Überlassung von Einbauten, wie zum Beispiel eine Einbauküche, Wohnungseinrichtungen oder auch die Ladenausstattung bei Gewerbeimmobilien. Dann gibt es die Einnahmen aus Rechten im Zusammenhang mit Grundstücken wie Erbbaurechte oder Einnahmen aus der Überlassung eines Niesbrauchrechts. Zahlungen, die Sie als Gegenleistung für die Abtretung einer Mietforderung erhalten, sowie Zahlungen, die Ihnen als Einnahmeersatz zufließen. Und zu guter Letzt noch die Umsatzsteuer auf Mieteinnahmen, sofern Sie zur Umsatzsteuerpflicht optiert haben. Bei der Überlassung von Räumen zu Wohnzwecken ist dies aber nicht erlaubt. Ja, wir schauen uns mal eine vermietete Eigentumswohnung an. Was ist alles zu beachten? Ja, natürlich müssen Sie erstmal einen Mieter finden und beginnen dann natürlich auch mit der Bonitätsprüfung. Wir gehen davon aus jetzt, dass Sie einen vernünftigen Mieter gefunden haben. Dann ist es sinnvoll, sich eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen und vor allem auch die Ausgaben sinnvoll zu planen. Wenn Sie dann die Mieteinnahmen erzielt haben, dann müssen Sie natürlich eine Steuererklärung mit der Anlage V abgeben. Die ist immer bis zum 31.07. des Folgejahres beim Finanzamt einzureichen. Ein Gewinn wird mit Ihrem persönlichen Steuersatz versteuert und ein Verlust wird mit anderen Einkommensarten verrechnet. Schauen wir uns an, was alles steuerlich absetzbar ist. Ein großer Posten ist die AFA. AFA steht hier für Absetzung für Abnutzung. Das sind in der Regel 2% für Gebäude, die ab 1925 errichtet wurden. Die davor errichtet wurden, dürfen mit 2,5% über 40 Jahre abgeschrieben werden. Es gibt da aber auch noch Sonderabschreibungen, die lassen wir jetzt außer Acht. Sofern Sie Ihre Immobilie finanziert haben, fallen ja auch Schuldzinsen an. Die Schuldzinsen können Sie in Ihrer Steuererklärung geltend machen. Also nur die Schuldzinsen, nicht die Kreditrate. Dann die Renovierungskosten, in der Regel ja Schönheitsreparaturen oder Austausch von kleinen Dingen wie Fenstergriffe oder Lichtschalter, Steckdosen in der Art. Wenn Sie jetzt Fahrkosten haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Mieterwechsel oder Sie fahren zur Eigentümerversammlung, dann können Sie diese Fahrtkosten natürlich steuerlich geltend machen und zwar jeden gefahrenen Kilometer mit 30 Cent. Haben Sie jetzt Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen gerade zu laufen und fahren aus diesem Grund zu verschiedenen Baumärkten, dann können Sie auch diese Fahrkosten, also die Kilometer, jeden Kilometer mit 30 Cent steuerlich geltend machen. In der Regel sollte man ein gesondertes Konto für die Mieteinnahmen haben und in dem Fall können Sie die komplette Kontoführungsgebühr
steuerlich geltend machen. Kosten für Büromaterial und Telefon fallen natürlich auch an. Wenn Sie diese nicht im Einzelnen so nachweisen können, dann können Sie pauschal 10 Euro pro Monat berechnen, also 120 Euro pro Jahr und in Ihrer Steuererklärung geltend machen. Einen Rechtsanspruch darauf haben Sie nicht, aber probieren Sie es einfach. Die meisten Finanzämter machen da ein Häkchen dran. Schaffen Sie sich einen Schreibtisch und einen PC oder Laptop im Zusammenhang mit Ihrer Vermietungsverwaltung zu, dann können Sie diese Kosten anteilig geltend machen. Wenn Sie sich allerdings ein Computerprogramm für die Verwaltung von Mietwohnungen kaufen, können Sie das in voller Höhe steuerlich geltend machen. Ebenso sieht es mit Fachliteratur aus, die Sie kaufen, zum Beispiel zu Mietrecht, Finanzierung oder Umschuldung. Dann sind da noch die Versicherungsbeiträge wie Gebäudehaftpflicht oder Gebäudeversicherung und manche haben auch eine Mietausfall- oder Grundstücksrechtsschutzversicherung. Dann kommen wir zu dem nächsten wichtigen Punkt, Erhaltungsaufwand oder Herstellungsaufwand. Das ist steuerlich ein sehr, sehr großer Unterschied und hier sollten Sie genau planen. Die Frage ist die, dienen die Aufwendungen dem Erhalt vorhandener Substanz oder wird etwas Neues geschaffen oder das Objekt wird sogar wesentlich verbessert? Erhaltungsaufwandbeispiele sind Austausch von Fenster und Türen, alles was erneuert wird, Erneuerung der Heizungsanlage, Erneuerung der Elektroinstallation, Erneuerung des Fußbodenbelages, Erneuerung der Türsprechanlage, aber auch die Renovierung des Badezimmers. Zum Beispiel werden die Fliesen ersetzt, eine neue Dusche oder Badewanne eingebaut, das Waschbecken, das WC-Becken ausgetauscht und so weiter. Aber auch der Austausch von Türschlössern gegen Sicherheitsschlösser zählt zu Erhaltungsaufwand. Sollten Sie ein älteres Haus erwischt haben und es ist Schwamm vorhanden, dann sind die Kosten für die Schwammbeseitigung ebenfalls als Erhaltungsaufwand steuerlich abziehbar. Schauen wir uns mal an, der Erhaltungsaufwand, der kann verteilt werden auf bis zu 5 Jahre. Wir haben die Möglichkeit, den Erhaltungsaufwand sofort in einer Summe steuerlich geltend zu machen. Sie dürfen ihn aber auch auf 2 bis 5 Jahre verteilen. Was steuerlich nun günstiger ist, kann man nicht pauschal sagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Manchmal ist eine Verteilung der Kosten günstiger als die vollständige Absetzung in einem Jahr. Der Grund ist der, dass die Steuererstattungen der einzelnen Jahre zusammengerechnet höher sind als die einmalige Erstattung für den Gesamtbetrag. Ob sich eine solche Kostenverteilung aber lohnt, hängt von Ihrer Einkommensentwicklung, von einer eventuellen Veränderung des Einkommensteuertarifs und von der Höhe des Erhaltungsaufwands ab. Meist führt eine Kostenverteilung über die Jahre zu einer höheren Steuererstattung. Sie müssen sich aber im Klaren sein, dass Sie jetzt auf einen Teil der Steuererstattung zugunsten einer späteren höheren Steuererstattung verzichten. Vorsicht bei hohem Erhaltungsaufwand. Das ist ganz, ganz wichtig. Hören Sie gut zu. Wenn Sie innerhalb der ersten 3 Jahre nach Anschaffung der Wohnung sehr hohe Renovierungskosten haben, die 15% der Anschaffungskosten jetzt ohne Umsatzsteuer und ohne Grund und Boden übersteigen, handelt es sich um anschaffungsnahe Herstellungskosten. Das bedeutet, dass Sie diese Kosten nicht als Erhaltungsaufwand absetzen dürfen, sondern als anschaffungsnahe Herstellungskosten. Es ist ja oft so, wenn man eine ältere Immobilie erwirbt, dass einem da so viele Sachen nicht gefallen, planen Sie die Erhaltungsaufwendungen nach und achten Sie auf diese 15%. Hier haben wir es nochmal zusammengefasst. Was bedeutet das? Die Kosten sind den Anschaffungskosten der Immobilie hinzuzurechnen und werden dann in der Regel über 50 Jahre verteilt. Ja, das war's im Prinzip. Ich danke für das Anschauen. Schreiben Sie in den Kommentaren, welche Themen Sie noch interessieren, dass ich Ihnen ja mehr Inhalt bieten kann. Und bleiben Sie dran. Vielen Dank. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Im nächsten Video werde ich Ihnen ein Praxisbeispiel zeigen mit konkreten Zahlen, Mieteinnahmen, Umlagen und Erhaltungsaufwand. Freuen Sie sich auf das nächste Video
Und schreiben Sie hier unten in den Kommentaren, was Sie sich sonst noch an Inhalten wünschen. Es würde mich sehr freuen. Vielen Dank.